Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns das Parkside Monster an, der mit 150 Newtonmeter der Akkuschrauber. Schauen wir, ob der wirklich hat, was der für ein Drehmoment hat, wie er ausschaut, das Gewicht, Lautstärke. Seht ihr den Test schon, unten wird die Lautstärke angezeigt und vergleichen ihn mit vielen anderen Akkuschraubern. Die Angaben erreicht er super und Bohrfutter ist relativ genau, muss ich sagen. Bin sehr zufrieden mit dem Bohrfutter, ist nie aufgegangen, passt alles super. Die LED ist schwierig zu beurteilen. Sie hat eine schöne Flächenausleuchtung, irgendwie komisch, seht ihr Regenbogenfarben. Aber ich finde sie gar nicht so schlecht. Messwerte stellen sie extrem schlecht dar. Sie ist relativ dunkel im Vergleich von den Messwerten her. Ich finde eigentlich optisch finde ich sie gar nicht so dunkel. Klar, sie ist deutlich dunkler wie die anderen, aber ich finde sie eigentlich ausreichend. Von den Messwerten her würde ich sagen, sie ist ja nichts, aber bei der Anwendung passt es eigentlich, finde ich. So, das weiche Drehmoment, ja, ist sehr stark mit 39 Newtonmeter, aber nicht so viel stärker, wie man sich eigentlich erwarten würde, mit 150 angegebenen Newtonmetern eigentlich. Das heißt viel stärker als der Parkside PS BSAP, der mit 80 angegeben ist. Und der PAB SP20 ist mit 60 angegeben und hat 25 Newtonmeter. Theoretisch, laut meinen eigentlich Umrechnungen, sollte man ungefähr bei 40-50% vom harten Drehmoment liegen. Das erreicht er nicht, heißt nicht, dass er schlechter Akkuschrauber ist, aber 150 ist wirklich übertrieben
Weiß ja nicht, wie man auf den Wert gekommen ist, aber trotzdem ist es ein sehr guter, sehr starker Akkuschrauber, den man auf jeden Fall für jeden Anwendungszweck fast verwenden kann. Also im Prinzip 40 Newtonmeter braucht man fast nie. Die Hälfte wäre 20, heißt, der sollte relativ lange halten, wenn er solide gebaut worden ist. Da haben wir das Gewicht mit Abstand der schwerste liegt. Das hat 2 Kilo. Boah, das ist ein Gewicht, das merkt man auch natürlich. Der ist schon sehr, sehr schwer, muss ich sagen. Das ist schon, ja, der ist wirklich mit dem großen Akku, mit dem 8er H, da ist man bei, ich weiß jetzt nicht genau, was der 8er H wiegt, aber bei knapp 2,8, 2,9 Kilo, das ist schon extrem. Also mit dem Griff wiegt er 2 Kilo, ohne Griff 1700 Gramm ungefähr. Ist schon ein ordentliches Gewicht. Das ist der eigentlich größte Kritikpunkt am Akkuschrauber. Was noch ein Kritikpunkt ist, ist die Lautstärke. Da sind wir bei 92 dB, also bei den lautesten, die ich bis jetzt getestet habe. Der ist auch unangenehm laut, vom Ton her auch. Er klingt halt extrem stark, das ist er ja natürlich auch. Aber ich will nicht, dass er extrem laut klingt oder aggressiv. Das will ich eigentlich nicht. Ich will, dass er relativ leise ist, im Optimalfall und Kraft hat. Und das hat er eben nicht. Aber zum Beispiel, ich meine, der Makita 458 ist gleich stark, mehr oder weniger. Und mit dem, ich kann nicht sagen, dass er gleich stark ist. Er ist nicht gleich stark. Er schafft zwar das maximale Drehmoment, aber das überlebt er nicht lang. Mit dem Pulsar kann man das sicher 50 Mal machen hintereinander und das sollte nichts passieren. Aber mit dem Makita ist das schon nach 3-4 Mal maximales Drehmoment in kurzer Zeit erreichen, schon Ende, glaube ich. Also, ja, er ist auf jeden Fall relativ laut, ist aber wurscht. Da sieht man eben, wie stark er eigentlich ist. Ihr seht, er hat im ersten Gang 550 Umdrehungen, im zweiten 2100. Das sind sehr hohe Werte und das zeigt sich natürlich auch beim Test, also von den Schlangen, ja, ich nenne sie Schlangenbohrer, von der Wahl seien es nicht, aber ich nenne sie einfach so. Wie ihr sehen könnt, alles macht er im zweiten Gang, außer die 32 mm, das macht er im ersten und mit der hohen Umdrehungszahl macht er das super schnell. Also wirklich, er ist ja super, super stark. Für einen Hobbyschrauber unglaublich stark, muss ich sagen. Das werde ich jetzt nie im Leben ähm, ihn überlasten können, eigentlich als Hobbyschrauber. Außer es macht solche Tests wie, aber sonst ist es unmöglich eigentlich, den zum Abschalten zu bringen. Dass Parkside überhaupt solche Akkuschrauber anbietet, finde ich schon wirklich stark für Heimwerkermarke. Muss ich wirklich Lob aussprechen. Wenn man zum Beispiel sowas braucht, kann man das auch kaufen. Das finde ich auch wichtig. Ja, es ist einfach brutal. Jetzt der stärkste Einhell DPCT ist viel schlechter, aber auch viel leichter, kompakter. Also das ist sehr wurscht. Es gibt einfach keinen stärkeren von Einhell. Parkside ist da absolut stark. Kommen wir zum Preis. Ich weiß nicht wieso, ich finde den nicht mehr online, aber der hat da mal 109, glaube ich, gekostet. Und für das Geld, ja, der ist extrem stark. Ja, also er ist gut für das Geld. Er ist wirklich stark, wenn man einen starken braucht. Ich meine, der ist ungefähr auf, ich kann nicht ganz sagen auf AEG-Niveau, aber relativ, doch schon ungefähr auf AEG-Niveau. Kann ich schon sagen, auf den stärksten, im BSB 18 bürstenlos. Ja, ist einfach ein guter Akkuschrauber, wird wahrscheinlich ähnlich sein zu dem Bosch 85C oder 110C. 150C sicher nicht, weil der schafft, habe ich schon bei anderen Tests gesehen, sehr viel mehr. Aber es ist trotzdem ein sehr solider Akkuschrauber, sehr guter. Hoffentlich kann man den wieder kaufen für die, die ihn brauchen. Ja, alle Akkuschrauber sind unten verlinkt. Ich bedanke mich für jeden Einzelnen, der schaut, für jedes Like, für jedes Abo. Und wenn ihr was über den Link kaufen wollt oder überhaupt auf Amazon kaufen wollt und mich unterstützen wollt, nehmt den Link her. Vielen lieben Dank. Wir sehen uns im nächsten Video. Servus, danke und ciao.